was noch passiert ist neben dem beschissenen Ende des Second Anniversary Events, war, dass jetzt keine 20er Chars mehr nach Coral Island Asria können. Das heißt, jeder, der mit 8 Chars, wovon aber nur 6 High-Level waren, wovon nur 2 High-Level waren, können jetzt keinen Link Attack mehr abusen. Also nur echte 8 Char Abuser können weiterhin Link Attack abusen. Die Fake 8 Char Abuser wurden heute einfach mal hops genommen. Einfach mal die Fake 8 Char Abuser hops genommen. Couldn't be me. Cause I'm a real one. I'm a real 8 Char Abuser. I'm the real deal, baby. Du kannst nicht zufrieden gewesen sein, JG? In Flav? Normalzustand, würde ich sagen. Ich schätze, das ist der Normalzustand eines Flav-Spielers. Unzufrieden zu sein. Ab Asria gibt es nur noch 2 Wege, wie man Full Link Attack haben kann. Die 4000 Jahre alte Tradition des 8 Char Abusens oder die 2000 Jahre alte Tradition des Pain, des F-Coin-Aufladens. Für was entscheidet ihr euch? Nächstes Mal Server bitte in Deutschland. Piss Amis Server, ey. Hält ja nix aus. In D passiert das leider genauso. Ja, aber dann habe ich wenigstens einen besseren Ping. Letztens hat er eine Patient plus 20 gemacht, der scheint mächtig FP zu brauchen. Naja, die Leute machen ja eh nur plus 20 wegen den Fragmenten und dem Staub. Aber ich sehe das halt immer so. Ich meine, gut, okay, mittlerweile nicht mehr. Naja, nee. Also am Anfang habe ich es halt immer so gesehen, ich grade immer lieber das ab, was ich auch tatsächlich brauche, wenn es halt nicht plus 20 ist. Aber ich meine, hier ist halt FEC mit doppelter Upgrade-Chance und so. Und ja, ich meine, hier zieht das Argument nicht wirklich so gut, weil ja, es ist feldmäßig einfach hier plus 10, plus 20 zu machen, meine ich natürlich. Aber ich habe es halt immer so gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Burudeng upgrade und ich habe, keine Ahnung, noch 500 A-Products oder so, dann gehe ich eigentlich standardmäßig davon aus, dass es eher nicht klappen wird. Oder ich befürchte, dass es nicht klappen wird. Und dann nehme ich halt am besten einen Inteli oder einen Demol oder irgendwas, was ich halt selber brauche, wo ich dann zumindest sagen kann, okay, schade ist nicht plus 20, aber halt ein Inteli plus 19 oder ein Demol plus 19, den kann ich halt auch verwenden, bis ich dann wieder genug A-Products habe, um ihn dann tatsächlich plus 20 zu machen und halt einzuschmelzen, zu zerstören. Also so sehe ich das halt. Und ich meine, bei einer Patient Necklace plus 20, wenn die dann plus 19 mit 1500 Phases, was will ich damit? Das ist so fucking Patient, die ist fucking nutzlos. Also so sehe ich es halt. Deswegen würde ich immer nur ein Demol oder ein Inteli oder so upgraden, dass ich dann immer im Worst Case sagen kann ich trotzdem benutzen. Aber wie gesagt, hier auf FEC ist es ein bisschen anders, weil es doch um einiges leichter ist, tatsächlich plus 20 zu machen. Und abgesehen davon, wer jetzt einfach so random Zeug plus 20 upgradet, hat wahrscheinlich so viele A-Proys, dass es ihm scheißegal sein kann. Ey, Ice Spice spielt Flav? Let's go, baby. Flav on top, baby. Ice Spice spielt Flav, confirmed. Dabei Rouse kommen, oder ist direkt einer? Zwei, 3, 4, 5. It's pretty good. 5 ist pretty good. Hast mich wieder zu Flav Universe gebracht, bockt auch übel, auch wenn ich erst mit Level 70 gemerkt habe, dass ich auf Burudeng anstatt FEC spiele. Oh mein Gott, das hast du erst mit 70 geschafft? Gecheckt. RIP. Ich trauere mit dir, wie du siehst. Ich trauere mit dir, Reonan. Ich trauere mit dir. Das ist wirklich schrecklich. Bin echt unentschlossen, ob das wirklich Sinn macht, auf FEC bei 0 anzufangen. Also ich würde es wahrscheinlich davon abhängig machen, wie viel Zeit du hast zu spielen. Wenn du mindestens 3 Stunden pro Tag spielst, also im Regelfall, also vielleicht auch mal einen Tag nicht, aber so im Schnitt,
Da würde ich sagen, lohnt sich's. Aber wenn du nur ganz wenig spielst, also wenn du nur Ultra, also selbst wenn du eigentlich Ultra Casual spielst, lohnt sich FEC trotzdem. Aber halt für diese mentale Blockade, weil du jetzt schon Level 70 bist, dann nochmal neu anzufangen. Und wenn du dann jetzt, keine Ahnung, selbst auf FEC nochmal 2-3 Wochen bräuchtest, um wieder Level 70 zu sein, dann weiß ich nicht, ob es so viel Sinn macht. Ich spiele schon so 3 bis 5 Stunden am Tag. Dann macht es eigentlich schon Sinn. Aber musst du auch nicht. Es macht auch Sinn, auf Borodeng zu spielen. Grundsätzlich. Also es ist halt immer so, was hat der Entwickler oder Publisher für eine Absicht und was macht die Community draus? Und das Ding ist halt, warum der FEC-Server so beliebt ist, weil halt ein Großteil der Community nicht langfristig Flive spielt. Es gibt halt viele Leute, die spielen immer nur ein paar Wochen oder Monate und dann spielen sie wieder ein paar Wochen oder Monate nicht. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum der FEC-Server so gut ankommt. Weil halt Leute, die lange nicht gespielt haben, gucken halt jedes Jahr nach, okay, hey, FEC-Server, let's go, ich suchte richtig rein, gebe viel Geld aus, gönn mir ein paar Monate Spaß, mach mir einen Charakter richtig brutal krank, den ich auf einem normalen Server in der gleichen Zeit niemals so krank hinkriegen würde. Und dann verpisse ich mich wieder. Was? Wie ist der gestorben? Oh mein Gott. Und davon gibt es tatsächlich sehr viele Leute. Und viele andere Leute nutzen es halt natürlich auch noch dann, sich einfach leichter das High-End-Game-Equipment zu holen, was sie sich normalerweise auf den normalen Servern auch nicht so schnell, so einfach, so günstig erarbeiten und erspielen könnten. Aber der eigentliche Sinn dahinter, also der eigentliche Grund für den FEC-Server, ist natürlich Geld. Aber abgesehen von Geld ist es natürlich die Championship. Es ist noch nicht absehbar, wie beliebt die Championship, diese FEC, PvE und PvP-Tournaments dieses Jahr sein werden. Letztes Jahr war vor allem das PvP-Tournament ultra unbeliebt, da hat sich kein Schwein angemeldet. Also letzter FEC-Server war ein bisschen weniger los als bei diesem FEC-Server. Warum auch immer, ist egal. Aber da haben, ich würde sagen, so 15-20% weniger Leute gespielt. Also war ein bisschen weniger los, auch sau viel los, aber ein bisschen weniger. Dieser FEC-Server ist noch voller tatsächlich. Und da war es aber tatsächlich so, dass da waren Vierer-Teams. Also es waren immer 4 Leute, waren ein Team. Und die Playoffs waren geplant für 60 Teams. Also ein Turnier mit 60 Teams war geplant. Davor halt Vorentscheidung, musstest dich halt für das Turnier qualifizieren. Und es war geplant, dass 60 Teams, A4 Leute, also 240 Leute in diese Playoffs kommen. Und dann halt in so einem klassischen Turnierformat halt immer einer gegen einen antritt, Single Elimination. Jeder, der verliert, ist sofort raus und so weiter. Bis man halt am Ende einen Gewinner hat. Und es gab nicht mal, halte ich fest, es gab nicht mal 60 Teilnehmer. Also auf dem Server haben etliche tausend Leute, genau wie jetzt dieses Jahr gespielt. Tausende Spieler. Darkon randvoll. Mammuts immer 50 Leute am AOE'n. Tonnenweise Leute online, tonnenweise Leute, die gespielt haben. Und es haben sich nicht mal 60 Teams angemeldet. Das heißt, das Playoffs-Format war auf 60 Teams ausgelegt und es haben sich nicht mal 60 Teams angemeldet. Weil sich einfach kein Schwein dafür interessiert hat. Die Leute hat es einfach überhaupt nicht gejuckt. Die haben nicht auf dem FEC gespielt wegen der FEC. Also nicht wegen der Championship. Sondern die wollten einfach nur krasse Charakter in kurzer Zeit erspielen. Und das ist dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders, weil sie haben das Preisgeld legit verzehnfacht. Von irgendwas 10.000, 20.000 auf 110.000. Also es wird dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders sein, weil das Preisgeld halt viel höher ist. Also jetzt werden schon ein paar Leute wahrscheinlich ein Auge drauf geworfen haben, wenn man da 10.000, 20.000 Dollar gewinnen kann. Wird man da wahrscheinlich schon eher Interesse dran haben. Aber weiß man auch nicht genau, die Details von diesen Turnieren sind noch nicht bekannt. Und ja, genau, das ist so das Ding. Aber der Hauptgrund ist halt eigentlich, dass viele Leute, die halt mehr casual unterwegs sind, hier halt einfach mehr davon haben, wenn sie eh nur kurzzeitig spielen. Und es gibt halt wirklich sehr viele Leute, die das so machen. Also die meisten Flash-Spieler, würde ich behaupten, sind On-and-Off-Player. Die wenigsten sind so wie ich, dass sie wirklich immer spielen. Und wenn du nicht immer spielst und keine krassen Charakter auf Borodeng hast, dann bist du natürlich auch eher dazu geneigt, nur auf dem FEC-Server zu spielen. Und nicht auf den normalen Servern.
Naja, aber da hieß es ja auch nie, dass die gelöscht werden. Die 4 Event Pieces für die Boxen. Ach, die Buchstaben meinst du? Ja, die Token wurden auch nicht gelöscht, aber du kannst sie jetzt nicht mehr eintauschen. Und irgendjemand meinte, er hatte seine Boxen auf der Bank, die Giggled Lucky Boxen, und die wurden wohl auch nicht gelöscht. Also sie haben wohl die Boxen auf der Bank vergessen. Alter, 9 Diamonds? Holy shit. Ne. Junge! What? 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 Alter, der verkauft einfach eine Panel Suit plus 10 mit 4 Sockeln für 300 Mio. Halt die Fresse. What the fuck? Junge, warum ist das keine männliche Elementor-Suit? Aber ich hätte eh keine 300 Mio. Junge, halt's Maul. What the fuck, ey. Was stimmt mit den Leuten eigentlich nicht? Also, das ist halt so geschenkt einfach. Wenn du jetzt ein weiblicher Psykeeper bist. Alter.